Moinsen, liebe Ali- und Tackle-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal etwas Größeres auszupacken. Ich habe hier ein Angelkajak von Spatium, ist ein aufblasbares Kajak mit Pedalantrieb. Das Ganze habe ich am Summer Sale auf AliExpress für 950 € gekauft. Am 9.6. habe ich es bestellt und am 7.8. wurde es geliefert, also es war nicht ganz 2 Monate unterwegs. Ja, 950 € für ein aufblasbares Kajak ist, denke ich, ein sehr geiler Preis. Die Versteuerung und die Verzollung übernimmt Spatium, also man zahlt da wirklich den Preis und muss dann nichts mehr nachzahlen. Ja, der liebe DPD-Zusteller hat mir dann diese 3 Kartons gebracht. Hier sieht man einen Pedalantrieb drauf, der wird da wahrscheinlich in dem Paket auch enthalten sein. Hier in dem zweiten großen Paket wahrscheinlich das Kajak selbst und hier in dem dritten Paket dann der Sitz und Zubehör. Gucken wir uns aber auf jeden Fall gemeinsam an. Hier auch nochmal ein ganz cooler Hinweis an den Zusteller bzw. an den Kurier, dass wichtige Sachen enthalten sind und Sie vorsichtig damit umgehen sollen. Dann vorab noch ein kurzes Wort zur Transparenz. Ich habe das Kajak, wie bereits erwähnt, für 950 € regulär bei Spatium bzw. AliExpress gekauft. Allerdings habe ich mit Spatium einen Gutscheincode aushandeln können. Mit dem Code bekommt ihr das Kajak für 1.080 $ anstelle 1.399 $. Also ihr könnt mal locker 319 $ sparen. 1.080 $ entspricht ungefähr 950 €. Wenn ihr eine Kreditkarte habt, die keine Fremdwährungsgebühren nimmt, kommt ihr da also auf den gleichen Preis wie ich in dem Summer Sale mit Gutscheincodes. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Kajak an, packen es aus und gucken mal, was uns erwartet. So, dann schneiden wir das Ganze mal vorsichtig auf. Extrem gespannt. Ein anderer User bei Facebook aus der Facebook-Gruppe hat das Kajak schon bekommen. Der ist sehr zufrieden. Okay, hier schon mal gut. Schnittschutz. Ja, hier nochmal ein kleines Schreiben dabei, wo sie sich bedanken, dass man sich für das Produkt entschieden hat, und wenn man irgendwelche Fragen hat, soll man schreiben oder sich melden. Dazu muss ich auch noch mal sagen, dass ich vorab, vor dem Kauf und auch nach dem Kauf einen sehr guten Support und Kontakt zu Spatium hatte. Wurde immer ausführlich, freundlich und schnell geantwortet, per WhatsApp wie auch im AliExpress-Chat. Also das kann ich wirklich positiv hervorheben. Gut, dann kommen wir zum ersten Gadget. Und wir haben einen Sonnenhut, der darf natürlich nicht fehlen. Den packen wir mal zur Seite. Dann haben wir ein Paddel, ein Baitkeeper, da können wir die Köder einhaken. Wasserdichte Dose mit höchstwahrscheinlich Flickzeug drin. Ja, hier sind Patches, damit können wir flicken, falls wir mal ein Loch haben. Eine Pumpe zum Aufpumpen. Ich habe mir allerdings eine elektrische geholt, eine Subpumpe, auch von AliExpress, aber Fußpumpe ist auf jeden Fall dabei. Dann haben wir hier noch eine Finne und eine zweite Finne. Ein Handyhülle, wasserdichte Hülle, um das Handy zu verstauen. Das ist, glaube ich, sieht nach Einsatz vom Pedalantrieb. Weiß ich nicht, müssen wir uns mal anschauen. Ist tatsächlich auch mein erstes aufblasbares Kajak. Bellyboot habe ich schon gehabt, aber Kajak noch nicht. Und hier ist das Kajak dann selbst. Das holen wir erstmal aus dem Karton raus. So, dann haben wir noch eine Sicherungsleine, die wir uns ums Handgelenk machen können.
und das am Kajak festmachen, falls ihr mal von Bord geht, dass das Kajak nicht wegschwimmt. Gerade wenn es wellig und windig ist, ist so ein Ding wirklich super. Eine Tasche mit Rollen, auch sehr cool. So, und das war das Paket 1. Mehr haben wir hier nicht drin. Dann geht es weiter zum Paket 2. So, weiter geht's mit Paket Nummer 2. Auch das schneiden wir wieder vorsichtig auf. Hier vermute ich jetzt den Sitz drinne und das Schienensystem. Okay, hier ist nochmal eine kleine Aufbauanleitung. Können wir sicherlich gut gebrauchen. Sitz, das schauen wir uns nachher alles nochmal genauer an. Hier ist die Steuerung und der Seilzug. Schwanenhalshalterung fürs Handy oder für eine Kamera. Können wir hier fixieren. Ein Routenhalter. Und eigentlich müsste auch noch, ja, hier haben wir noch einen zweiten Routenhalter. Das ist auch schon mal geil, ist bei vielen Kajaks auch nicht der Fall. Da müsst ihr das nachkaufen. Hier bei Spartium habt ihr schon 2 Routenhalter dabei. Eine Tasche. Rändelschrauben. Ein Seil für einen Anker, der auch dabei ist. Also ihr habt wirklich ein rundum sorglos Paket. Braucht fast nichts mehr nachkaufen. Ich werde aber trotzdem noch mal ein Video machen mit meinen Anbauteilen. 3,5 Flips Anker. Schöne Tasche dabei. Ein Seil dabei. Hier eine Boje, könnt ihr ans Ankerseil machen. Ist mir tatsächlich auf dem Belly auch schon mal passiert. Ich habe den Anker geschmissen, habe das Seil aber nicht festgemacht. Schwupp war Anker und Seil weg, habe ich nicht mehr wiedergekriegt. Hier mit so einer Schwimmboje treibt die Schnur dann immer oben auf. Dann haben wir hier das Ruder, was hinten ans Kajak kommt. Oder Finne, wie auch immer. Okay, das kann ich jetzt gerade nicht zuordnen. Dann haben wir noch einen Kaffeebecher dabei, auch sehr geil. Das Spartium hat vorne einen Magnetfuß und wir können den Kaffeecup hier vorne auf den Magneten stellen, kippt uns nichts um. Trinkbecher ist sogar doppelwandig. Ja. Also heiß und kalt Getränke bleiben heiß oder kalt. Sehr cool. Spartium Sub. Life needs more. Cooles Gadget. Und hier hinten haben wir nochmals Schienen. Ja, Aufbau wird interessant. Das war Karton Nummer 2. Dann checken wir mal Karton Nummer 3. Paket Nummer 3. Das schneiden wir hochkant auf. Hier ist einmal die Platte. Sehr gut verpackt auf jeden Fall.
massiv, fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr wertig an. Propellerantrieb. Gibt es auch noch mit Flipperantrieb das Kajak, aber ich habe mich für den Propeller entschieden, altbewährt. Hier die Platte dann für oben, also um es oben aufs Kajak zu machen. Und hier einmal die Pedalen. Das muss man natürlich jetzt erstmal beim ersten Mal alles zusammenschrauben. Das dauert natürlich jetzt erstmal einen Augenblick, aber ich denke dann beim zweiten Aufbau geht es wesentlich schneller. Aber wie gesagt, kommen auf jeden Fall noch Teil 2 und Teil 3 von dem Kajak. Teil 2 dann, wie wir es das erste Mal zu Wasser lassen und eine Angelsession machen. Und Teil 3 stelle ich euch dann nochmal vor, was ich alles an Aufbauanteilen noch oder Zusatzanteilen anbauen werde, beziehungsweise vorhabe anzubauen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns das Zubehör nochmal im Ganzen an und dann blasen wir das Kajak einmal auf. Here we go. Da ist das Kajak jetzt ausgefaltet. Sieht auf den ersten Blick sehr wertig aus. Alles vernünftig verklebt. Wir haben hier in der Mitte EVA, also EVA-Belag. Einige kennen das sicherlich vom Boot. Ich weiß nicht, ob das Tasker oder das Subjack auch sowas hat. Ich habe mir das Tasker zwar mal auf der Messe angeguckt, aber ja, ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben 3 Luftkammern. Hier ist eine, da vorne ist eine und die Hauptkammer ist hier hinten die große. Das heißt, sollte mal eins Luft verlieren, haben wir immer noch 2 Kammern. Also ja, geht man nicht so schnell mit unter. Ansonsten ist es wie bei jedem Kajak, glaube ich, auch. Wir haben hier hinten die Spanngurte, Tragegurte. Wir haben hier fürs Paddel die Halterung. Wir haben hier gleich, da es ja ein Angelkajak ist, eine Measurement hier in Zoll, da drüben aber in Zentimetern. Das heißt, ich werde mir hier sicherlich, wenn ich noch was ins Kajak anbringe, das auf dieser Fläche machen, weil ich Inch nicht brauche. Und wenn ich mal einen Fisch messen möchte, mache ich das da hinten bei den Zentimetern. Ja, ansonsten haben wir hier die Sitzbefestigung und hier die 4 Bases für Routenhalter und sonstiges Zubehör. Wie ihr sehen könnt, ist kein Railblaser, aber ihr könnt, wenn ihr Railblaser Sterne habt, könnt ihr die Schrauben hier lösen und den Railblaser hier raufsetzen. Kein Problem. Ja, und dann würde ich sagen, pusten wir das Ding mal auf. Ich mache es hier mit meiner elektrischen Subpumpe, habe ich auch bei AliExpress bestellt. Verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung, falls ihr da Bock drauf habt, guckt mal rein. Und dann würde ich sagen, let's go. So Leute, das Ding ist aufgeblasen und aufgebaut, steht jetzt allerdings auch schon wieder 4 Tage rum. Ich habe es vorher nicht geschafft, weiter zu filmen. Aufbau habe ich jetzt nicht mitgefilmt, beziehungsweise nehme ich nicht mit ins Video, weil wir hier, wie schon am Anfang des Videos gezeigt, eine super Aufbauanleitung haben und zu jedem Schritt vom Aufbau hier auch einen QR-Code haben. Den können wir scannen und kommen wir auf ein YouTube-Video. Da wird super alles bildlich erklärt. Von daher lasse ich es raus, um das Video nicht unnötig länger zu machen. Ja, und ansonsten bin ich wirklich sehr angetan von dem Teil. Also verarbeitungstechnisch sieht das alles super aus. Wie gesagt, ich habe keinen direkten Vergleich zu einem anderen Kajak. Ich habe mir das Tasker mal auf der Messe angeguckt, aber kann jetzt hier nicht 1:1 daneben stellen. Aber von der Verarbeitung her, ich kenne einige Bellyboote, da sieht das nicht anders aus. Von der Verklebung, also ist alles ordentlich fest verklebt. Wir haben, wie gesagt, hier das EVA, schön rutschfest. Ja, das Board ist 12 cm breiter laut Datenblatt als das Tasker. Und jeder, der schon mal ein Boot hatte oder mit dem Boot gefahren ist, weiß, dass 12 cm in der Breite enorme Kippstabilität geben. Von daher denke ich, ist das ein großer Vorteil, gerade wenn man im Stehen angeln möchte mit dem Board. Ja, auch der Sitz sieht vernünftig aus. Wir haben hier einen Mesh-Sitz, können das hier verstellen. Die Rückenlehne, haben hier einen Hebel, den können wir zur Seite stellen und können den Sitz dann auch in die gewünschte Sitzposition setzen. Das arretiert dann. Gerade denke ich, wenn man ankert
und Strömung hat und das Kajak vielleicht in eine bestimmte Richtung gesetzt wird, kann man wirklich den Sitz in die Richtung, wo man hinwerfen will, stellen und kann dann schön casten. Pedalantrieb läuft auch super, sehr robust. Ja, wie bei jedem anderen Kajak auch, kann man hier oder setzt man hier einfach rein und fixiert das Ganze dann hier mit diesen 4 Dingern. Jetzt weiß ich auch, wofür dieses Teil ist. Das können wir hier einsetzen, wenn wir den Antrieb nicht nutzen. Ja, dass da kein Wasser durchkommt, können wir das einfach da so reinsetzen. Die Ports für die Routenhalter, ich hatte am Anfang des Videos gesagt, dass es nicht Railblazer kompatibel ist. Ist es doch, funktioniert tatsächlich, kann man hier reinsetzen. Ja, ansonsten Leute, wir haben hier eine kleine Tasche, können wir Zangen oder sonstiges reinpacken, Handy vielleicht. Dann haben wir hier den Trinkbecher, der ist wie gesagt magnetisch. Hier hinten haben wir noch eine kleine Tasche am Sitz, können wir noch was reinpacken, vielleicht eine Regenjacke oder sonstiges. Ja, Anker mit dem Ankerball, Tasche dafür. Hier hinten ist dann das Ruder. Das können wir hier mit einer Leine vom Sitz aus dann hochziehen. Zack, dann haben wir es oben, klappt auch automatisch wieder zurück. Und dann hier die Seilzüge, die werden mit der Schraube hier einfach angeschraubt und haben dann hier vorne die Lenkung. Links, rechts, seht ihr. Dann hier die Sicherungsleine, die ich auch schon kurz erwähnt am Anfang des Videos. Schwanhalshalterung fürs Handy oder für eine Kamera. Hier Zentimeter Maß bis 70 Zentimeter. Hier können wir eine Kamera fixieren. Pumpe auch dabei. Ich habe es, wie ihr gesehen habt, im Video mit einer Subpumpe aufgepumpt. Aufblasdauer waren so, ja, 10 Minuten kann man sagen. Pumpe hier hat aber auch einen Manometer. Die beiden Finnen kommen hier unter das Kajak. Hier seht ihr den Pedalantrieb. Hier haben wir auch noch eine Aufnahme für eine Kamera. Also wir können auch unter Wasser filmen. Und dann haben wir einmal hier die Aufnahme für die Finne und für die zweite Finne dann hinten am Heck. Und auch hier, wie ihr seht, ordentlich alles verklebt. Wir haben hier eine Scheuerleiste auf beiden Seiten, falls ihr das mal über Steine oder über Sand ziehen müsst. Und auch hier an den Seiten auch nochmal eine Scheuerleiste verklebt. Ja Leute, also bis hierhin wirklich sehr zufrieden mit dem Kajak, krasses Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt allerdings aber auch was mich stört, und zwar ist das der Routenhalter bzw. die Aufnahme. Der ist ziemlich dicht am Pedal dran, wie ihr das sehen könnt. Ja, und ich vermute einfach, dass das zu dicht ist. Ihr seht, ich habe den Routenhalter jetzt schon so ein bisschen angewinkelt. Wenn man den gerade stellen würde, wird es gar nicht gehen. Ja. Ihr seht, da wird es dann schon dran reiben. Also das ist nicht so optimal gemacht. Wenn man ihn ein bisschen zur Seite stellt, dann geht's. Ja, aber gerade beim Schleppen, denke ich, könnte das problematisch werden. Nur so zum Abstellen wird es sicherlich gehen. Abhilfe kann man vielleicht schaffen, indem man hier einfach ein neues Pad setzt. Ich habe zufälligerweise auch schon bei Temu welche bestellt, kriegt man für kleines Geld, kann man dann hier mit PVC-Kleber aufkleben oder wenn man natürlich will, auch hier auf die Seite, das würde auch gehen. Auf der anderen Seite ist es genauso. Ja, es ist einfach zu dicht dran, auch der hintere Port. Auch da wird man sicherlich, aber das wird die Praxis dann zeigen, sicherlich ein bisschen gestört von dem Routenhalter. Auch da könnte man hier einfach einen hinsetzen. Ich habe hier testweise mal einen da. Die kriegt man für, ich weiß nicht, 7, 8, 9 Euro bei Temu oder bei AliExpress nachgekauft. Kann man hier dann so raufkleben oder wie gesagt auch hier auf die Seite. Und dann hat man definitiv keinen Struggle, hier irgendwie mit der Pedale in Bedrohung zu kommen. Wird aber auf jeden Fall noch ein Video kommen, zwecks Anbauteile, vielleicht auch wie man sie verklebt, aber auf jeden Fall, wo ich nachher was hingesetzt habe.
Auch ein Video im Praxiseinsatz mit dem Kajak wird es definitiv geben. Ja, falls ihr das Ganze nicht verpassen wollt, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Da würde ich mich drüber freuen. Wenn ihr weitere Informationen zwecks Code, Bestellung und den ganzen Deal haben wollt, checkt die Videobeschreibung. Und ansonsten wie immer, tight lines, dicke Fische. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.